Hallo Leute, lange nicht mehr gesehen. Ich kontrolliere jetzt noch schnell den Luftdruck und dann geht's los zu einer schönen Tour hier in Norddeutschland. Diesmal ist es allerdings lediglich eine kleine Tagestour von rund 190 Kilometern. Sie startet am U-Boot-Bunker Valentin in Bremen, führt mich unter anderem auf die Weserinsel Harryer Sand und nach Dangast am Jadebusen. Meine Tour in Norddeutschland beginnt an einem Ort, der schwerer kaum sein könnte, dem U-Boot-Bunker Valentin in Bremen-Farge. Hier direkt an der Weser plante das NS-Regime in den letzten Kriegsjahren eines der größten Rüstungsprojekte des Zweiten Weltkriegs. Der Bunker ist 426 Meter lang, bis zu 33 Meter hoch und gebaut aus mehr als 500.000 Kubikmetern Beton. Er sollte der Serienfertigung von U-Booten des Typs 21 dienen, modernste Technik, mit der die Kriegswende auf See erzwungen werden sollte. Doch der Bunker wurde nie fertiggestellt. Bis zum Kriegsende 1945 war kein einziges U-Boot hier vom Stapel gelaufen. Was heute wie ein monumentales Stück Industriearchitektur wirkt, hat eine tief düstere Geschichte. Über 10.000 Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge wurden beim Bau eingesetzt, unter katastrophalen Bedingungen. Viele von ihnen überlebten die Tortur nicht. Nach dem Krieg wurden Teile des Bunkers von der Bundesmarine als Lagerfläche genutzt. Heute ist der Bunker ein Museum und Mahnmal. Es erinnert an das Leid der Zwangsarbeiter und ein dunkles Zeitalter in der Geschichte. Ein stiller, aber eindrucksvoller Ort, der einen für die ersten Kilometer der Tour ein Kloß im Hals zurücklässt. Besichtigen könnt ihr den Bunker kostenlos bzw. gegen eine Spende. Nur wenige Kilometer flussabwärts wartet Harryer Sand, eine schmale, fast 5 Kilometer lange Flussinsel in der Weser. Über eine Brücke ist sie vom Ostufer der Weser mit dem Motorrad erreichbar. Die Natur hier wirkt wie ein Kontrastprogramm zur Betonkulisse des Bunkers. Sandbänke, Schilfgürtel und Vogelgezwitscher statt Stahl und schwerverdaulicher Geschichte. Früher ein Geheimtipp für Ausflügler, ist die Insel heute ein stiller und selten überlaufener Rückzugsort für Naturfreunde. Über einen Singletrack kommt man über die Insel und kann sich bequem auch hier zu einer Pause niederlassen und das schon etwas maritime Flair genießen. Ist hier auf der Flussinsel Harryer Sand, mitten in der Weser. Hier kann man auch schön Kaffee trinken, aber da ich quasi gerade erst gestartet bin, spare ich mir das noch. Aber die Aussicht kann man ja trotzdem genießen.
Etwas weiter flussabwärts wechsle ich mit der Fähre von Sandstedt auf das Weserufer bei Brake. Die Fähre fährt etwa alle 20 Minuten und ich finde Fährfahrten auch einfach charmant. Noch weiter flussabwärts gibt es auch den Wesertunnel, aber so ist es für mich genau richtig. Auf der anderen Seite angekommen, geht es auf mal mehr, mal weniger kleinen Straßen Richtung Jadebusen und nach Dangast. Hier war ich schon seit Jahren nicht mehr und es wird langsam Zeit, mir die Erinnerung an den fast schon legendären Rhabarberkuchen wieder aufzufrischen. Ich bin jetzt in Dangast am Jadebusen und jetzt gibt es erstmal im Kurhaus standesgemäß ein Stück Rhabarberkuchen. Es ist Ende April, Wochenende und schönes Wetter. Es ist also überall brechend voll. Die Menschen lechzen nach dem langen Winter nach Sonnenschein und Zeit im Freien. Gut so, aber an solchen Ballungsplätzen sollte man dann auch Zeit mitbringen. Ich schaue mir noch einmal mehr ungläubig die 3,20 Meter hohe und 4,5 Tonnen schwere Phallusstatue am Strand an und gebe meiner Tiger dann die Sporen, damit wir langsam wieder südwärts kommen Richtung Bad Zwischenahn. Die Älteren von euch haben sie bestimmt erkannt. Hinter mir steht die Rügenwalder Mühle aus der tollen Rügenwalder Wurstwerbung. Genau, die Rügenwalder Mühle steht im Ammerland und wurde tatsächlich auch erst 2012 von dem Lebensmittelhersteller hier erbaut. Das Unternehmen hat seinen Sitz im nahen Bad Zwischenahn. Wie immer könnt ihr meine GPX-Daten zur Tour auf meiner Homepage herunterladen. Bad Zwischenahn ist an diesem Tag leider so überlaufen, dass ich hier keine weitere Pause einlegen mag. Und auch Oldenburg passiere ich lediglich auf der Suche nach ruhigeren Straßen. Diese ruhigeren Straßen finde ich wieder in der ländlichen Wesermarsch und nähere mich von dort langsam wieder der Hansestadt Bremen.
Nahe der Yacht- und Marineschmieden Lürsen sowie Abeking und Rasmussen sitze ich ein letztes Mal für heute über die Weser und lande nahe dem Hafen Vegesack wieder mitten in der Stadt. Und hier endet dann auch meine kleine Kaffeetour. Ich freue mich in jedem Fall, dass du mich begleitet hast. Bis bald, macht's gut.